Er war eine Persönlichkeit. Er war unheimlich lieb, verschmust. Ja, und so ein Pferd, was dann noch so gut geht und so sportbegeistert neben der Geschäft ist, das ist natürlich eine unheimliche Verbundenheit und Vertrautheit. Und das ist einfach schön, es ist wie eine Freundschaft. Der hat mich groß gemacht, der Hengst. Sowas vergisst man ja nie im Leben. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden. Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres 2020. Ein frohes neues Jahr wünschen wir noch nachträglich. Darf man ja noch, glaube ich, bis Ende des Monats. Ja, ich denke auch. Können wir auf jeden Fall noch machen. Heute geht es um Rubinstein, den langbeinigen, schwarzen, eleganten Hengst. Wunderschön. Ich erinnere mich sogar noch, ich habe ihn gesehen, als er das erste Mal präsentiert wurde beim Galaabend in Vechta. Und Nicole Ophoff hat ihn geritten. Ah, da war er schon unterm Sattel, ja? Da war er unterm Sattel und er war erst 4 Jahre, aber hat schon da gezeigt, dass er definitiv Dressurblut in sich hat. Also hat uns alle beeindruckt, war super cool an dem Abend. Und das ist tatsächlich schon ein bisschen her, aber ich habe es nicht vergessen. Also es war beeindruckend, wie da ein 4-Jähriger schon die ersten Passage- und Piaffe-Tritte machte. Ja. Und man merkte, es war nicht perfekt, darf es ja auch nicht und muss es ja auch nicht. Aber auch an dem Abend war ja schon einfach ein schwarzer, funkelnder Stern und hat uns alle gepackt. Ja, das hat er ja auch irgendwie vererbt. Also ich glaube, er hatte über 1200 eingetragene Zuchtstuten hervorgebracht und ist ja auch sehr jung verstorben. Also innerhalb einer kurzen Lebensdauer auch wirklich züchterisch sein Erbe hinterlassen. Ja, er ist ja der Vater von Rotspon, von Royal Diamond, von Rohdiamant. Ja. Auch alles Legenden heute schon. Und ich glaube, er ist auch in vielerlei Hinsicht ein Volltreffer gewesen für das Gestüt Vorwerk. Damals hat ja Gudula Vorwerk-Happ das Gestüt von ihrem Vater übernommen. Und ich glaube, Rubinstein war einer der ersten Hengste in ihrer verantwortlichen Decksaison. Mhm. Du hast dich mit ihr und ihrem Mann Joachim Happ getroffen. Hören wir doch mal in euer Gespräch rein. Machen wir. Heute reden wir über einen Stempelhengst in der Dressur, über Rubinstein. Rubinstein hatte auch sein Zuhause auf dem Gestüt Vorwerk und wurde entdeckt von Ihnen, Frau Vorwerk-Happ. Sie haben ihn gesehen, da war er gerade mal 2, oder? Im Herbst 2-jährig. Und was war das für ein Moment? Erinnern Sie sich? Ja, war Rappe, schönes Gesicht, hatte keinen Schweif, weil die abgefressen waren. Stand dabei auf der Diele. Das ist der Züchter? Ja, neben einer Seite Pferde, andere Seite die Kühe. Kriegte morgens und abends einen Eimer süße Milch. Dann haben wir uns den angeguckt und dann mochte ich den Wohlein auch die Mutter gesehen und das war ja mit Rembrandt und Amon und Ahlerich gerade die Olympischen Spiele gewonnen und vorne Mannschaftsmedaille, Einzelmedaille mit Nicole Ophoff. Ich glaube, Dr. Rainer Klimke hatte sogar auch noch Silber- oder Bronzemedaille. Also der Stutenstamm war schon auch beeindruckend, ja, nachweislich erfolgreich. Aber die ersten aus diesem Zuchtstamm. Ja, dann haben wir den angeguckt. Dann sind wir noch im Nachbarort gewesen, da war eine Reithalle, haben wir noch einmal freilaufen lassen. Und dann habe ich unsere Chorkommission angerufen. Dann sind wir hingefahren, haben uns den Hengst angeguckt. Auch im Freilauf und einmal auf den Kieselsteintraben. Und dann haben sie gesagt, ja, das Blut und die Abstammung und der Typ, das müssen wir unbedingt haben. Bewegen konnte er sich ja auch. Freilaufen war damals nur angesagt, mehr gab es nicht. Mhm. Und dann habe ich den Hengst gekauft. Direkt oder war es über Umwege? Es lief damals alles über einen Vermittler, der mir das gesagt hatte. Da war ich vorher auch mit dort gewesen und hatte mir den Hengst angeguckt. Und dann war er, glaube ich, auch dabei, als ich mit Chorkommission da war. Und dann haben wir das klar gemacht.
Dann waren wir Pferden auf Verkörung und hatte Chorkommission und dann wollte ich das eigentlich auch dicht machen und der Vertrag war auch fertig. Aber wie ist das, wenn man so einen 2,5-Jährigen sieht? Haben Sie direkt erkannt, der hat was Besonderes? Der war schön, der war schwarz und hatte eben die Abstammung. Das, was nachher unterm Reiter passiert, das kann man nicht sagen, wenn man einen Hengst 2,5-jährig an der Hand oder einmal Freilauf an der Halle sieht. Aber Ihnen war sofort klar, den nehmen wir mit oder mussten Sie erst drüber Ach, schlafen? so ein Rappe war ja immer interessant mit einem schönen Gesicht. Und dann, Herr Happ, haben Der Sie war sehr gesagt... leicht vom Bein und Hals gut. Das Modell war einfach modern. Sie kam nach Hause und war eigentlich begeistert. Und dann, für mich war immer so, bei schlechten Dingen wie bei guten Dingen, eine Nacht drüber schlafen und dann überlegen, ob man noch hat man noch die Meinung von gestern oder nicht. Und am nächsten Morgen hatte sie noch die gleiche Meinung. Und da habe ich gedacht, da muss wohl was im Busch sein, da müssen wir uns drum kümmern. Und dann wurden Sie aktiv? Dann bin ich mit ihr nach Pferden gefahren, ja. Dann sind wir dann zusammen zur Körung gefahren. Und da machte der Vermittler leider einen Rückzieher und sagt, das ist noch nicht klar, ob ihr den kriegen könnt, ich kann woanders mehr Geld kriegen. Also er wollte pokern? Er wollte pokern. Und dann hat die Chörkommission noch an den Tisch gebeten, die haben auf ihn eingeredet, die haben gesagt, du hast doch im Glauben, dass der zu Gudler geht, hast du doch gesagt, dass sie den kriegt. Ja, aber jetzt wäre da ein anderer, der würde wahrscheinlich wesentlich mehr geben. Das Doppelte geben. Und dagegen kann man sich ja kaum wehren, oder? Da wir nicht schriftlich hatten, war es so, kann man glauben, kann man nicht glauben, vor Gericht streiten, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Und dann hat uns aber dieser Vermittler gesagt, dass er weiter zur Körung nach Schleswig-Holstein fährt. Und dass er die nächsten 2 Tage nicht zu Hause ist, er würde sich dann melden. Und dann haben wir auf dem Rückweg uns zu Hause überlegt und ja, dann kam mir die Idee, wir fahren morgen zu Debye, holen das Pferd weg und unterschreiben Debye, dass wir für alle Rechte und Pflichten aus, die er gegenüber dem Vermittler hat, aufkommen. Mhm. Und das haben wir gemacht. Und da ist der Züchter mitgegangen und hat gesagt, und okay. Dem Züchter habe ich das Geld gegeben, was der Vermittler an Kaufpreis mit dem ausgemacht hatte. Mhm. Da war er mit zufrieden. Hat er gesagt, habe ich auch wirklich nichts mit zu tun? Ich sagte, nein, meine Unterschrift haben Sie. Ich komme für alle Rechte und Pflichten aus Ihrer Verbindung zu dem Vermittler auf. Und damit war der Hengst erstmal bei uns, das war uns wichtig. Er musste auf den Hof, dass wir Zugriff auf den Hengst hatten. Was dann nachher vor Gericht rausgekommen wäre oder rauskommen würde, war uns damals nicht bekannt, aber der Hengst war erstmal bei uns. Mhm. Und wir hatten ein gutes Gefühl, das war für meine Frau war das erste selbstständige Jahr, die erste Hengstrekrutierung, wenn man so will. Ja. Anfang 88 ist Schwiegervater gestorben und im Herbst 88 passierte das. Das war ja die Vorbereitung auf die neue Saison 89, auf ihre erste Decksaison. Und Ihr Schwiegervater ist ja berühmt für seinen, Pferdeverstand. Ja. Also man muss nur Namen sagen wie Inshallah, wie Zeus, wie Furioso 2. Und das haben Sie von ihm geerbt. Scheinbar ja. Den hat es wahrscheinlich auch geprickelt, ohne dass er groß darüber geredet hat. Bei bestimmten Hengsten, dass er gesagt hat, den muss ich haben und den muss ich nicht unbedingt haben. Nicht? Das ist Bauchgefühl. Und er hat überwiegend damit Glück gehabt und Erfolg gehabt. Aber jetzt stand der Hengst Rubinstein jetzt stand der Hengst bei uns. Ja. Und dann haben wir leider uns vor Gericht treffen müssen mit dem Vermittler, weil der nun klagte gegen Debye. Debye hatte aber die Unterschrift, aber der musste gegen Debye klagen. Mhm. Und da wir ja alle Rechte und Pflichten übernommen haben, sind wir dann mit einem Anwalt unseres Vertrauens zu diesem Prozess hingefahren. Und da hatte unser Anwalt gesagt, geh zur Bank und hol richtig Moos, Bargeld, in nicht zu großen Scheinen. Da habe ich 50.000 D-Mark abgeholt in 100 D-Mark-Scheinen. Und das war im Jahr 1900? Das war schon Anfang 89. Das war schon Anfang 89. Und dann ging es mit dem dicken Geldkoffer ins Gericht. Und dann sind wir mit dem Geld da zum Gericht hingefahren. Und dann, wie bei Gericht scheinbar üblich, das wissen wir heute, ein Richter versucht erst, ob es eine gütliche Einigung geben kann, bevor er in den Prozess einsteigt.
weil er damit vielleicht auch selber ganz viel Papierkram beiseite geschoben Sind kriegt. ja auch nur Menschen. Richtig. Und da hat er den Vermittler gefragt, was der denn an Geld haben will. Dann hat er 2-, 3-mal gefragt, hat er gesagt, naja, 100.000 D-Mark so. Und hat der Richter ihn gefragt, ob er denn mit 50.000 Euro einverstanden sei, ob das vielleicht eine Melodie wäre. 100.000 sei ja ein bisschen doll bei 35.000 Euro Einkaufspreis. Und wir reden über das Jahr 1989 und das sind 50.000 D-Mark natürlich ganz viel Geld für ein Pferd. Richtig. Für ein 2,5-jähriges Pferd. Ja. Und da hat er wohl 2-, 3-mal den Vermittler gefragt. Und ich hatte das Geld dann dem Richter auf den Tisch legen müssen. Und dann hat der Richter gesagt, was ist es jetzt, wenn Sie dieses jetzt so mitnehmen können, hier rausgehen können, können das so einpacken? Ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Und da hat er gesagt, ja. Und damit waren wir dann wirklich Besitzer aus unserem Vertrag auch mit dabei, waren wir endlich Besitzer von Rubinstein. Ein turbulenter Start. Und damit war es unser. Ja. Und das bindet an so ein Pferd natürlich ganz besonders, nicht? Denn meine Frau wollte ihn haben und dann diese Ungewissheit, bleibt er nun bei uns oder bleibt er nicht bei uns, nicht? Aber damit war klar, jetzt bleibt er. Und dann sollte es auch so sein. Dann sollte es auch so sein. Ist ja im Januar dann über die Nachkörung gekürt worden, weil er für die Herbstkörung wäre das Ganze zu schnell gewesen. Das war an Pferden dann? Nein, in Oldenburg. In Oldenburg. In Pferden haben wir ihn erst in Fechter, die Oldenburger Körung. In Pferden haben wir ihn erst ein Jahr später vorgestellt. Und da haben wir leider kurz vor dem Körurteil hinter den Kulissen die Nachricht gekriegt, der kann nicht anerkannt werden, der hat nicht genügend Abstammung. 5 Generationen müssen die haben. Und seine 4. Generation war Mieze und die Mieze war 1944 oder 1945 geboren, in den Kriegswirren. Und dann haben wir, Dr. Wilkens war damals Zuchtleiter, dann haben wir den aber vor dem Körurteil, das setzt sich aber mehrere Stationen, so eine Körung zusammen, freilaufen und an der Hand, und haben wir den einmal sprechen können, haben wir gesagt, das muss er uns nicht antun. Weiter als bis zum Krieg ist das nicht zurückzuverfolgen, die Abstammung. Und dann haben sie ihn doch anerkannt. Ich vermute mal, weil sie Angst hatten, dass sonst zu viele hannoversche Stuten ihre Stuten hätten, also hannoversche Stutenbesitzer ihre Stuten hätten in Oldenburg eintragen lassen, weil die den Hengst haben wollten. Der Hengst ist ja nachher nachgefragt worden in Hannover wie in Oldenburg oder auch Westfalen. Was war denn das Besondere der hat keinen an Körperplatz Rubinstein? in Pferden gesehen, den haben sie so anerkannt. Brauchte da nicht mehr mit antatzen mit Rubinstein. Lackschwarz und wahnsinnig elegant. So könnte man Rubinstein wohl am besten beschreiben. Das westfälische Reitpferd erblickte 1986 bei Züchter Herbert de Bay das Licht der Welt. Er stammt ab vom Westfalen-Rosenkavalier. Muttervater ist Angelo XX, ein englisches Vollblut. 1983 erhielt er seine Körung in Fechter und war nur 2 Jahre später Oldenburger Prämiensieger. Er selbst zeigte sich hoch erfolgreich in den Dressuren bis Grand Prix Spezial, wurde 1992 Vize-Bundeschampion, 1994 Sieger im Nürnberg-Burgpokal und 1996 wurde er sogar in den Olympiakader aufgenommen. Rubinstein bildet eine wichtige Säule der westfälischen Warmblutzucht. Er brachte 97 gekörte Söhne und 1253 eingetragene Zuchtstuten hervor. Seine eigene Lebendgewinnsumme beläuft sich auf 122.000 €. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen betrug bis 2018 über 2,5 Millionen €. Zu seinen erfolgreichsten Nachkommen zählen Royal Diamond, Rohdiamant und Rotspon. Im Jahr 2000 verstarb er im Alter von nur 14 Jahren. Also ich habe ihn mal gesehen bei einem Galaabend in Fechter, da war er, glaube ich, ganz jung noch, 4-jährig, und Nicole Uphoff saß auf ihm und da wurde er präsentiert. Und das war ein beeindruckender Moment. Also aus Zuschauersicht, aber aus Züchtersicht, erinnern Sie sich an den Abend? Ja. Der hatte da von Anfang an fähig, schon auf der Hengstvorführung hatte er schon ein bisschen Talent für Piaffe Pachas, von sich aus. Ja.
Also meine Frau hat immer die Auffassung vertreten, Piaffe und Passage muss man nicht schon beim 3-Jährigen trainieren, aber ab 4-jährig einzelne Tritte sollten die ruhig mal machen, damit man sieht, ob das geht mit denen oder ob das nicht geht. Nicht erst mit 7 oder 8 Jahren anfangen, und da hat sie nicht ganz unrecht. Und Rubinstein bot das an. Also er ließ sich versammeln hin zur Piaffe und Passage, immer mal nur so ein paar Tritte, aber er war sehr rittig, das sagen seine Reiter, das sagen seine Ausbilder. Martina Hanöfer war ja im Wesentlichen die Reiterin von Rubinstein. Und er war auch sehr cool, ne? Für einen 4-Jährigen an dem Abend mit den Lichtern, den Menschen, war er ja unglaublich gelassen und entspannt. Der konnte sich in Szene setzen und den störte das nicht. Und das hat er auch vererbt. Der war überhaupt nicht ängstlich oder so, der war wie ein Schaf. Und er hatte seine Box bei Ihnen auf dem Hof und seinen festen Bezugspersonen und Martina Hanöfer hat ihn 7 Jahre geritten und ist damit bis in den Olympiakader gekommen. Das war für uns im Sport ja auch so die ersten größeren Erfolge mit Hengsten jetzt. Meine Frau hat zwar mit ihren Hengsten immer schon angefangen, so im Sport. Parabole und Ramino waren früher Hengste, wo meine Frau sich darum gekümmert hat, dass die in Sport gehen unter den Geschwistern Kötter, und Ramino im Springen bis zur Europameisterschaft. 7-jährig war der Europameister. 7-jährig, und weil meine Frau sehr früh erkannt hat, nur die Hengste im Stall stehen lassen, das bringt keine Stuten. Die Hengste müssen sich beweisen über die Eigenleistung im Sport. Das ist ja der große Wandel, der gekommen ist. Das Problem war dann eben nachher, dass wir alle Hengste in den Sport bringen mussten. Nicht? Ja, wie Denn passt wenn das sie einen Hengst zusammen? nicht in den Sport bringt, dann sagt der Züchter, ja, bei dem soll ich decken lassen, geht er auch im Sport, wann geht er denn mal wieder Turnier? Und man sagt, nee, den haben wir nicht für den Sport, wir haben nur 2, 3. Wie war denn das bei Rubinstein vereinbar? Also die Sportkarriere mit der Decksaison? Der Reiter war ja auf dem Hof. Wir sind eigentlich mit der Besamung angefangen. Zeus hatte sich in Holland überschlagen und war relativ wackelig. Und dann hat mein Vater Genehmigung gekriegt, dass er in der Besamung. Musste er beim Zuchtverband beantragen. Und bei der Kammer. Ja, aber beim Zuchtverband erstmal politisch, bei der Kammer nachher formell. Ja. Die Zuchtverbände konnten beschließen, wir akzeptieren Besamung mit Frischsamen, ja oder nein. So wie in der Vollblutzucht ist Frischsamen ausgeschlossen, immer noch nur Natursprung, heute. Ne? Nur Natursprung. Ja. Und der Zuchtverband hat dann über den Ausschuss beschlossen, jawohl, Zeus darf in die Besamung. Damit hatten wir das Know-how, wir mussten eine Besamungsstation zu Hause bauen für Zeus, also die Voraussetzung. Damit hatten wir die Chance, andere auch mal abzusamen. Jetzt nicht legal, aber man konnte ja mal probieren. Man wusste dadurch über den Samen der Hengste Bescheid, man wusste, wie gut die drauf sind nach einem Turnier oder vor einem Turnier, und man lernte sie kennen. Also das Thema dass das heute ja gang und gäbe ist, im Grunde war dann heute gar nicht wegzudenken, war damals Neuland, und über Zeus notgedrungen sind wir eben daran gebracht worden und hatten alle Voraussetzungen, um das zu machen. Dann ist das ja egal, ob sie 1 oder 2 absamen. Ne? Und Rubinstein Dreieck auch, der hat auch nicht vollgedeckt. Und die Züchter kamen alle. War der so deckfreudig wie Furioso ist er nie gewesen. Das hat aber Rubinstein aber ordentlich abgesamt. Darum ging es an. Ich wollte den Hengst aber einfach schon. Ich wollte nicht, dass er in jungen Jahren da gerade kaputt geht. Ja, man sieht ja auch die Liste seiner Nachkommen, der erfolgreichen Nachkommen, sowohl im Sport als auch in der Zucht. Ja. Also Rubinstein als... Er hat ja selbst in dem Jahr, als er in den Olympiakader kam, ist er normal im Einsatz in der Zucht gewesen. Ist ja nicht jetzt nach dem Motto 4 Wochen nicht keinen Samen nehmen, jetzt ist Reiten angesagt, das hat er gut vertragen. Wir haben dann die Züchter, als Rubinstein in Aachen, wenn Rubinstein zu Turnieren weiter weg war, erstmal in Berlin gewesen zum Turnier. Da von Berlin ist der Pfleger mit nach Neustadt-Dosse gefahren mit dem Hengst morgens, und eine Mitarbeiterin ist von hier nach Neustadt-Dosse gefahren. In Neustadt-Dosse hatten wir vorher geklärt, ob wir Samen abnehmen dürfen. Da ist Samen abgenommen worden, die hat den Samen mitgenommen. Aufgearbeitet und der Hengst ist wieder nach Berlin gegangen. Weil eine Woche lang nicht den im Einsatz zu haben, das war problematisch. Ja, die sind ja im Training, haben ihre Abläufe. Das hat er mir längst nichts ausgemacht. Ja. Auch wenn er dann 3, 4 Tage nicht gedeckt hat und hatte ein paar Energy-Puse, hat er uns nächsten Tag 38 Portionen gegeben.
Wenn er sonntagsabends vom Turnier kam, waren mitunter noch 1-2 Stunden, die besamt werden mussten. Dann lief der auf dem Turnier, dann haben die gesagt, wann seid ihr denn Sonntagabend zurück, dann kommen wir eben spät. Dann haben wir gesagt, ja, von 9 Uhr abends, 9, 10 Uhr geht es nicht. Ja, dann kommen wir eben so spät, dass wir dann da sind und die Stute besamen können. Werbung. Kann man das auch irgendwo nachlesen? Das war wohl die häufigste Frage, die Ina und mir während unserer Podcast-Produktion gestellt wurde. Darum gibt es den Podcast jetzt auch zum Nachlesen als Buch. Die Idee, aus dem Podcast ein Buch zu machen, entstand tatsächlich erst nach den ersten Gesprächen, die wir mit Familie Klatte, dem Ehepaar Vorwerk Happ und Ludger Beerbaum führten. Bei ihren Erzählungen über Hengste wie Argentinos, Rubinstein und Goldfieber gab es so viele spannende Details, die wir unbedingt auch schriftlich festhalten wollten. Immerhin sprechen wir über Stempelhengste, die von 1965 bis heute gelebt haben bzw. noch leben, also über 50 Jahre Zuchtgeschichte. Das Buch Stempelhengste ist das perfekte Geschenk für jeden pferdebegeisterten Reiter und Züchter, der vielleicht die digitale Audiowelt der Podcasts noch nicht für sich entdeckt hat. Das Buch kostet 19,90 € und ist ab sofort auf der Reitsportmagazin-Homepage erhältlich. Den Direktlink findet ihr in den Shownotes zur Folge. Erinnern Sie sich, als die ersten Fohlen von Rubinstein geboren wurden? Was war so die Rückmeldung der Züchter? Rubinstein hat als erster Hengst, was es glaube ich nie in Oldenburg gegeben hat, damals wurden die Fohlenjahrgänge noch bewertet, der erste Jahrgang. Da hat er vom Zuchtleiter eine 10,0 bekommen. Boah, das spricht Bände. Die Züchter sagten, ich weiß einen Züchter, der sagt, ich konnte jetzt, das ist das erste Fohlen von der Stute, das ich mal anfassen konnte. Ja. Und dadurch hatte man das Gefühl, dass er Umgänglichkeit vererbt. Ja. Das war dann noch Hoffnung, weil es ja nur die Fohlen waren. Aber wenn Fohlen schon mal mit sich umgehen lassen und Menschen, dann muss es ja wahrscheinlich so bleiben. Nicht? Ja, die meisten sind was brauchen Sie? Für die Masse der Reiter braucht man Sitzkomfort und Bedienungsfreundlichkeit. Rittigkeit. Und wenn er das Charakter. vererbt, das war die Hoffnung, dann kann uns eigentlich nichts passieren damit. Ne? Ja, ich meine, Rubinstein ist natürlich für Sie auch als Unternehmer ein Wirtschaftsfaktor, Ja. aber das Herz hängt ja trotzdem auch dran. Das war am Anfang die Frage der Versicherung. Wir hatten die Hengste früher immer mit 50.000 D-Mark versichert, die im Zuchteinsatz waren. Und Rubinstein wollten wir von Jahr zu Jahr dann höher versichern. Da habe ich lange Gespräche mit der Versicherung geführt. Ich sage, Rubinstein ist wie in einem anderen Betrieb eine Maschine. Wenn der morgen ausfällt, kann ich nur diese Maschine nicht ersetzen. Das kann ein halbes Jahr dauern, das kann 5 Jahre dauern, bis dass ich diese Maschine, gleichwertige Maschine, wiederkriege. Die Maschine, die mir so viel produziert. Wenn ich es jetzt mal, wir reden zwar über Pferde, aber man muss es ja sachlich sehen, betriebswirtschaftlich. Ja, für Sie war das natürlich... Wenn die Maschine weg ist, das ist ein Einbruch, den kriege ich nicht gut gemacht, also muss ich den höher versichern können. Und dann hat eine deutsche Versicherung gesagt, jawohl, wir machen das. Die haben sich dann in London rückversichert. Und neben natürlich diesem Wirtschaftsfaktor Pferd steht ja auch ein Hengst im Stall, an dem man ja auch ein bisschen sein Herz hängt. Ich meine... Also sonst wäre der wahrscheinlich zu Hause tot gegangen. Ferdi war im Krankenhaus, der normale Ja. Pfleger. Ja. Ferdi kenne ich sogar. Der hatte einen Ja. Bandscheibenvorfall. Ja. Und die Beate hat uns geholfen. Und die Beate hat gesagt, irgendwas stimmt mit dem Hengst nicht. Der zupft sich hinten immer mit dem Hinterbein. Der hat nicht gekoligt oder so. Der zupft hinten immer so mit dem Hinterbein so an den Hoden oder da oben, als wenn ihm was juckt oder wie auch immer. Aber da war er erst 14 Jahre. Ja, Ja. Dann ist der Tierarzt gekommen und da war eigentlich alles gut. Der hat nicht richtig gekoligt. Und dann ist er nach Techte gekommen. Dann habe ich ihn aber gleich vorsorglich nach Techte gefahren. Und Techte haben sie gesagt, Kolik und haben einen Hoden, Die haben aber vielleicht auch einen Tag zu lange gewartet, ich weiß es nicht. Ist auch, haben einen müssen Hoden die rausnehmen müssen. Einen Hoden abnehmen müssen. Ja. Und dann bin ich jeden Tag an die Küste gefahren, weil mir jemand gesagt hat, du musst Außendeichsgras. Das ist auch so ein Teich. Das wird bei kranken Kälbern, füttern die Bauern da oben. Da werden die wieder von gesund. Angelgras. Und dann sind Sie Dann bin hingefahren. ich da jeden Tag nach dem Büro, bin ich dann zur Küste gefahren, habe ein Sichel mitgehabt und habe dann Angelgras, dieses Außendeichsgras geholt und dann bin ich nach Techte gefahren und habe dieses Gras gebracht, fraß er teils ja, teils nein. Also es ging mal, fraß ein bisschen, mal nicht, weil das ja frisch sein musste, das durfte ja nicht gegärt sein. Ja, genau.
Aber das war egal, einfach war das zu versuchen. Und bei dem ich das geholt habe, ich habe ja dann den Landwirt gefragt, dem dieses Außendeichstück gehörte, ob ich das machen darf. Sagt er, wenn Sie Erfolg damit haben, dann wird das für mich noch ein Geschäftszweig. Dann mähe ich das nächstens und wickel das in Ballen und kann hier die Ballen teuer verkaufen. Aber das zeigt ja auch, dass Ihr Herz dran hing und dass man alles versucht hat. Und dann gab es aber vom Tierarzt... Der Hengst hatte von Anfang an Schmerzen, gleich nach der Kastration. Ich wollte ihn eigentlich nach Hause holen. Das durfte ich ja nicht wegen der Versicherung. Der hatte richtig Schmerzen. Und wenn die Schmerzen haben, gibt der Darm Gifte ab. Und die Gifte landen in den Füßen und an den Hufen ist Schluss. So entsteht die Rehe. Und der hatte nachher auf allen 4 Füßen Rehe. Also er stand weiter in Telchte. Ja, 3,5 Wochen hat er da gestanden. Ist in Telchte dann eingeschläfert worden. Erinnern Sie sich an den Tag? Ja. Von Saldan. Da sind wir hin und... war aber schon erledigt. Jetzt in Erinnerung, das ist jetzt kein schönes Thema, aber wie war für Sie der Tag? Was haben Sie... Das war schrecklich. Die ganzen 3,5 Wochen waren schrecklich. Zwischen Hoffen und Bangen. Ja, er hatte einfach immer Schmerzen und war gnatzig. Also dieser Weg zur Küste und der Techte war ja gar kein Problem. Deshalb war ja für das Pferd, das war irgendwie selbstverständlich. Das wird gemacht. Und wenn ich bis nach Dänemark hätte fahren müssen oder... Weil an dem Pferd hing unser Herz. Durch den sind wir ja auch in den größeren Sport gekommen. Haben wir ja auch die Probleme und auch die Vorzüge des großen Sports kennengelernt. Das war der hat uns ja schon ein bisschen was an Erfahrung gebracht. Türen eröffnet. Der Hengst, Türen eröffnet. Ja, legendär. Vorher waren wir mit anderen Pferden ländlich. Ramino bei der Europameisterschaft war schön, aber dadurch sind wir ja nicht in den Sport, haben wir da nicht im Sport Fuß gefasst. Ja gut, und auch der Erfolg eines Hengstes lässt natürlich auch Rückschluss darüber, wie er sich weiter vererbt, die Hoffnung und auch die Nachkommen. Wir haben ja dann auch einen Ganzteil Rubinstein-Nachkommen auf Station gehabt, mit Rodiamant, mit Royal Diamond, mit Rembrandt. Mit Relevant meine ich, nicht mit Rembrandt. Mit Relevant. Und mit dem haben wir, leider war Martina Hannöfer dann weg, aber wir haben dann, das ist der Verdienst meiner Frau, dann eine neue Reiterin gefunden mit Lisa. Sie ist dann losgezogen und hat gesucht, einen bestimmten Typ Reiter. Die Amerikanerin Lisa Wilcox. Ja. Und ich glaube, ihr Motto war immer "Do it with a smile". Ja, also das war wirklich, die wusste sich zu verkaufen und die hat das super gemacht. Wenn Sie an Rubinstein denken, was war das Besondere an dem Hengst? Hatte der Marotten, hatte der Eigenarten? Ich bin dann abends immer losgegangen und habe Schwarzwaldheu gefüttert und hatte immer eine Möhre. Und auf dem Rückweg, eine Box vorher, fing er das wieder an und wusste ganz genau, dass ich kam. Der war schlau, der konnte unheimlich lesen und schreiben. Und erinnern Sie sich an echte Highlights mit Rubinstein, die Sie nie vergessen werden? Dann hat Nicole Uphoff ihn ja noch 2 Jahre geritten, da haben wir Aachen gewonnen. Wir haben Frankfurt-Nürnberger Burgpokal, wir waren in Aachen, wir waren in Wiesbaden, wir waren überall auf den internationalen Turnierplätzen und das war sehr schön. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Der hat mich groß gemacht, der Hengst. Sowas vergisst man ja nie im Leben. Wenn Sie 3 Dinge nennen, die Sie mit Rubinstein am meisten verbinden, welche 3 Dinge wären das? Er war eine Persönlichkeit, er war unheimlich lieb, verschmust. Ja, und so ein Pferd, was dann noch so gut geht und so sportbegeistert neben der Geschäft ist, das ist natürlich eine unheimliche Verbundenheit und Vertrautheit und das ist einfach schön, es ist wie eine Freundschaft. Herzlichen Dank. Ja, solche Gespräche liebe ich ja. Da erfährt man Details, die man eigentlich sonst in keinem Buch, bis auf unserem, bisher gelesen hat. Ja, auch wieder was gelernt. Also Deichgras, ja, spannend. Auf so eine Idee zu kommen, herrlich. Ja, aber oft sind es ja genau diese alten, klassischen Tipps, die dann wirklich auch was bringen. Ja, ja, und auch dieser Rechtsstreit, also unvorstellbar. Ja, unsere nächste Folge, da bleiben wir wieder im Oldenburger Münsterland. Ganz genau. Du bist wieder in deine alte Heimat zurückgekehrt. Liebend gerne. Und hast dich mit alten Bekannten getroffen. Genau, mit der Familie Klatte. Genau, und diesmal auch mit Guido Klatte. Richtig. Guido Klatte ist ja der Bruder von Hinnerk Klatte und wir haben mit Hinnerk und mit ihm gesprochen über ihren Granos. Genau. Ja, die große Legende und also
So viel können wir, glaube ich, schon verraten, dass diese Folge ganz emotional wird. Auf jeden Fall. Ja, also was Granus zu Lebzeiten, wie er sich präsentiert hat, und der verdient echt den Namen Stempelhengst in allem und vor allen Dingen auch dann, wie sein Leben endete. Ne? Ja. Ich würde sagen, spektakulär trifft dazu. Hollywood-reif, könnte man sagen. Und was ich auch glaube, Lynn, wir reden ja auch mit Guido Klatte, der ihn auf Turnieren vorgestellt hat. Und da gab es ja einen Moment, können wir vielleicht schon verraten, da sollte er nach England, also war nominiert und dann sollte er irgendwie mit dem Kader dann nach England aufs Turnier. Und der Vater, der alte Herr Klatte, Senior, hat dann gesagt, der Pferd, der kommt mir nicht upschit. Ich glaube, das musst du für unsere Nicht-Oldenburger Freunde und Hörer übersetzen. Ja, im breitesten Plattdeutsch. Also das Pferd durfte nicht aufs Schiff. Das heißt, die Fähre war wohl zu gefährlich und Herr Klatte Senior hatte doch Sorge, dass der Hengst untergehen könnte. Und ironischerweise hat ja Guido Klatte heute ein Transportunternehmen. Also er macht Horse-Shipping weltweit. Und vielleicht tatsächlich, hat das diesen Hintergrund, dass er auf die Idee kam. Vielleicht war das ausschlaggebend und prägend für ihn. Aber wir schweifen ab. Mehr dazu in der nächsten Folge. Genau, und bis dahin folgt uns natürlich bei Instagram und Facebook, abonniert diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen und schreibt uns gerne eure Wünsche, Anregungen oder auch Kritik, wenn ihr welche habt, per Mail an podcast@paragon-verlag.de. Ich verlinke die Mailadresse aber auch nochmal in den Shownotes. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.